Viele, die auswandern wollen, sind sich nicht hundertprozentig sicher, ob das gewünschte Auswanderungsland wirklich das Richtige ist. Kann man sich wirklich vorstellen, dort 5 Jahre, 10 Jahre oder bis zum Ende des Lebens zu wohnen? Und um dieses Thema, genau wie man mit dieser Unsicherheit umgeht, damit wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Es ist ja kein Geheimnis, viele denken darüber nach, auszuwandern, und da gibt es natürlich viele Gesichtspunkte, die zu berücksichtigen sind. Auf unserem Kanal hier befassen wir uns ja oft mit dem Thema Steuern. Es gibt viele steuergünstige Länder. Anderen ist das Thema, dass sie außerhalb der EU leben wollen, besonders wichtig. Auch da gibt es natürlich interessante Optionen. Manche Eltern möchten gerne Homeschooling mit ihren Kindern machen. Das wäre ein weiteres Kriterium. Und dann gibt es natürlich auch noch viele andere. Persönliche Freiheit, eine Kultur, die dir besser gefällt, eine Lebensweise, die du magst, schöneres Wetter, schönere Natur etc. pp. Es gibt wirklich so viele Gründe, wie es Menschen gibt. Allerdings führt das natürlich auch zu einem Problem, denn es gibt ja viele interessante Länder und damit hat man natürlich auch viele interessante Optionen. Und deswegen sehen wir immer wieder in der Beratung, wie unsicher sich viele Auswanderer sind, in welches Land sie nun gehen können und wollen. Und dann gibt es ein Hin und Her und dann sagt man mal, jetzt möchte ich in dieses Land gehen, und ein halbes Jahr später ändert man die Meinung, möchte vielleicht in ein anderes Land gehen, wenn man die verschiedenen Dinge überlegt. Und es ist wirklich etwas, das einen zermartert, will ich schon fast sagen, und einem tatsächlich auch schlaflose Nächte bereitet. Denn man möchte ja hier keinen falschen Schritt machen. Man möchte zum einen natürlich kein Geld unnütz ausgeben, man möchte hier nicht Geld falsch investieren, aber man möchte natürlich auch, gerade wenn man Kinder hat und Familie, hier jetzt nicht ständige Wechsel irgendwie erzwingen, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Also viele haben so diese Horrorvorstellung, sie gehen jetzt da in ein Land und dann stellen sie fest, es gefällt ihnen überhaupt nicht, und was passiert dann? Tatsächlich gibt es solche Geschichten natürlich. Wir haben immer wieder Mandanten, die mal in ein Land gehen und dann nach 2 Monaten sagen oder nach 3 Monaten sagen, es ist ja wirklich fürchterlich hier, wir halten es nicht aus, wir müssen wieder weg. Die Menschen sind viel unfreundlicher zum Beispiel, als wir uns das vorgestellt haben. Oder wir folgen einer bestimmten Diät zum Beispiel und finden hier nicht die Nahrungsmittel, die wir brauchen. Also da gibt es immer wieder solche Geschichten natürlich, wo jemand hier sich verkalkuliert und dann nach kurzer Zeit das Ganze abbrechen muss. Ich persönlich würde sagen, dass das eher unwahrscheinlich ist, dieses Extrem, weil durch gute Vorbereitung und auch Vorbereitung, für die man sich Zeit nimmt, also dass man nicht Hals über Kopf auswandert, kann man eigentlich solche krassen Fehlentscheidungen meistens doch vermeiden. Aber grundsätzlich gesagt, wenn auch du mit Unsicherheiten zu kämpfen hast hinsichtlich des Ziellandes und wo du hin auswandern möchtest, dann möchte ich dir doch einmal folgende Überlegung hier ans Herz legen. Ist es wirklich notwendig, dass das Endziel jetzt schon ausgewählt werden muss? Also das Land, wo du jetzt den Rest deiner Tage verbringen willst oder die nächsten 10 Jahre zum Beispiel. Wäre es nicht zum Beispiel eine gute Idee zu sagen, jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir wegkommen, dass wir erstmal den ersten Schritt machen, auch psychologisch gesehen. Ja, zu den steuerlichen Themen komme ich gleich nochmal, was dies anbelangt. Ja, aber erstmal diesen ersten, den schwersten Schritt zu machen, vielleicht ein Land zu finden, wo man relativ sicher ist, dass man sich hier wohlfühlt. Und dann kann man immer noch sagen, in 3 Jahren gehe ich vielleicht irgendwo anders hin. Ganz ähnlich zum Beispiel war es bei mir selbst in meiner eigenen Geschichte. Ich habe ja Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen und ich komme ja aus Freiburg im Breisgau, also aus der Grenzregion zur Schweiz. Und für mich war der erste und der einfachste Schritt damals, in die Schweiz umzuziehen. Ja, also nicht besonders weit, eine ähnliche Kultur, eine ähnliche Sprache, aber eben auch außerhalb der EU. Und jeder, der mal in der Schweiz gewohnt hat, der weiß, es ist natürlich schon etwas anderes als Deutschland. Ja, also bei aller Ähnlichkeit ist es schon ein anderes Land. Es gibt schon deutliche Unterschiede. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich hatte dort ein Jobangebot bekommen und war dann zunächst mal Grenzgänger. Bin also täglich letztlich von Deutschland in die Schweiz gefahren mit dem Auto zum Arbeiten, aber hatte dann die Möglichkeit, dort auch tatsächlich hinzuziehen. Ich habe in Freimbach dann gewohnt im Kanton Schwyz und für mich war das ein unheimlich wichtiger erster Schritt. Ich wusste schon im Grunde genommen von jungen Jahren an, also ich würde sagen spätestens als Teenager, dass ich weg wollte aus Deutschland. Ich wollte schon immer eigentlich in die USA gehen, da bin ich am Ende dann auch gelandet, aber ich konnte mir irgendwie nicht praktisch vorstellen,
wie man das jetzt hier machen kann, ja, weil man natürlich als junger Mensch auch nicht so die Erfahrung hat. Dann hatte ich ja auch ziemlich junge Familie und Kinder, also ich konnte jetzt auch nicht einfach so mich in den Flieger setzen und zu mir nichts, dir nichts irgendwas ausprobieren. Also eine Verantwortung hatte ich eben schon, wie viele von euch ja auch. Also das heißt, ich wusste, dass ich weg wollte, aber ich konnte so die einzelnen Teile des Puzzles noch nicht wirklich zusammensetzen und deswegen habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, erstmal wegzukommen, sich erstmal sozusagen mit dem Ausland anzufreunden, mit der Idee wegzugehen aus Deutschland. Und ich meine, du wirst dich vielleicht jetzt wundern, aber sehr viele meiner Freunde und Verwandten haben damals gesagt, oh mein Gott, du gehst ins Ausland, warum machst du das? Das ist ja verrückt, Deutschland ist das beste Land, hier ist das beste Land, um Kinder großzuziehen, die Schweiz ist doch wahnsinnig teuer, da gibt es keinen Mutterschutz und bla bla bla, die ganzen Themen, die man halt so vielfach hört. Und das nur beim Umzug in die Schweiz. Da reden wir gar nicht von USA oder weiter weg oder sowas, ja. Und das ist ja für jeden eine Hürde letztlich, die man bezwingen muss, denn man ist ja auch hier einem gewissen Gruppenzwang von außen ausgesetzt und sich davon zu befreien und mal den ersten Schritt überhaupt zu machen, das ist, wie gesagt, vielfach der schwierigste. Und wenn man es dann einmal gemacht hat, dann stellt man fest, dass weitere Schritte sehr viel einfacher sind. Das heißt also, beim Daniel war es übrigens genauso hier, mein Kollege Daniel Taborek, er ist ja auch zuerst von Deutschland in die Schweiz umgezogen. Ja, ich nenne ja heutzutage die Auswanderung in die Schweiz Auswandern light, in Anführungszeichen, weil es eben so ähnlich ist zu Deutschland und weil man jetzt hier nicht wirklich vielfach von Auswanderung sprechen kann. Aber natürlich ist es tatsächlich eine wirkliche Auswanderung. Und für viele ist das eben ein naheliegender Schritt. Das können Sie sich vorstellen, das können Sie organisieren. Dort können Sie ein Unternehmen gründen, dort können Sie einen Job finden. Ähnliches könnte ich jetzt auch vielleicht für andere Nachbarstaaten von Deutschland sagen, Tschechische Republik oder auch Österreich oder Frankreich oder Luxemburg, die Niederlande. Also da gibt's ja eine große Auswahl. Wie gesagt, erstmal diesen ersten Schritt wegzumachen. Ich habe dann 3 Jahre in der Schweiz gewohnt und bin dann von der Schweiz nach London gegangen. In London habe ich dann 5 weitere Jahre gewohnt und bin dann von dort in die USA gegangen. Ja, also ich habe dann nochmals letztlich hier einen Zwischenschritt eingelegt, bis ich dann tatsächlich in dem Land angekommen bin, wo ich dann auch wirklich hin wollte. Und für mich, meine Familie und mich hat das Ganze ziemlich gut funktioniert. Und es nimmt in gewisser Weise jetzt auch diesen Druck, ja, dass man jetzt hier immer diese ganz großen Entscheidungen treffen muss für die nächsten 10 Jahre. Man kann also die Entscheidung so ein bisschen eigentlich dann aufteilen. Natürlich ist es auch dort wichtig, dass man hier jetzt nicht allzu grobe Fehler macht, zum Beispiel steuerlicher Natur. Ja, also wenn du zum Beispiel nach Österreich umziehst, Österreich ist ein wunderschönes Land, musst du aber natürlich wissen, dass es dort eine Wegzugsteuer gibt, die ab dem ersten Tag greift. Ja, und das ist ja das andere in Österreich. Da gilt das eben auch auf private Vermögenswerte, nicht auf Unternehmensbeteiligung. Ja, also mal angenommen, du hast ein Aktienportfolio und dieses Aktienportfolio steigt dann im Wert innerhalb von einem Jahr um 50%. Hat man ja in den letzten Jahren gesehen, so ist es möglich. Und du würdest dann Österreich wieder verlassen, nach nur einem Jahr. Dann müsstest du Vollsteuern bezahlen auf diese nicht realisierten Veräußerungserlöse. Ja, also da muss man eben dann schon auch aufpassen. Selbst wenn man irgendwo plant, nur wenige Jahre zu sein, in Deutschland muss man ja 7 Jahre leben, damit die Wegzugsteuer zum Beispiel greift, ist es wichtig, dass du dich mit den steuerlichen Bedingungen auseinandersetzt. Schlimmer solltest du dich natürlich steuerlich nicht stellen. So, wenn du jetzt natürlich hier kein Aktienportfolio hast und keine Unternehmensbeteiligung oder das Ganze nicht besonders stark steigt, dann ist natürlich egal, dann kannst du nach Österreich ziehen. Ja, also das hängt jetzt hier vom Einzelfall ab. Ich würde schon sagen, dass Österreich auch ein Land ist, was als ein solcher Zwischenschritt ja ziemlich gut ist. Ansonsten aus den gleichen Gründen, aber eben vorsichtig sein hier, was die Wegzugsbesteuerung anbelangt. Also aus meiner Sicht ist es fast das Wichtigste, wenn du in Deutschland wohnst, dass du zuerst mal aus Deutschland wegkommst. Und da gibt es eben auch noch andere steuerliche Gründe dafür, die ich ja schon vorhin kurz angeschnitten habe. Es gibt in Deutschland zum Beispiel die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Auch gibt es in Deutschland eine Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Und unter diese Steuern fällst du auch noch, wenn du weggezogen bist, 5 Jahre oder 10 Jahre. Daher ist es unbedingt in deinem Interesse, dass die Zeit anfängt zu ticken. Ja. Das heißt also, selbst wenn du weißt, dass du zum Beispiel in die Schweiz umziehst und da nicht sehr lange bleiben willst und da nur, wie in meinem Fall, 3 Jahre vielleicht dich aufhalten wirst, hast du dann schon mal von den 5 beziehungsweise 10 Jahren 3 Jahre abgesessen, sage ich mal. Ja. Das heißt, umso schneller bist du dann vom deutschen Finanzamt vom Haken. Also das können durchaus auch gute Überlegungen sein. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe noch nicht das Vermögen, das ich dann haben möchte, um auszuwandern, ich kann mich da vielleicht noch nicht selbstständig machen, ich kann da noch kein Unternehmen gründen, ich kann auch kein Start-up gründen etc. pp.
kann es dennoch Sinn machen, ins Ausland umzuziehen. Ich rate das immer wieder zum Beispiel auch Studenten. Warum ziehst du nicht ins Ausland und studierst dann im Ausland? Aus genau diesem Grund. Studenten können ja meistens einfach wegziehen, weil sie noch kein großes Vermögen haben, keine großen Einkünfte haben, keine Unternehmen haben. Das heißt, das ganze Thema erweiterte beschränkte Steuerpflicht oder auch Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, das ist vielfach bei Studenten gar nicht gegeben. Ja. Das heißt, frühzeitig einfach wegzugehen, ja, und dann schon mal hier Zeit abgesessen zu haben im Ausland. Wenn du studierst, 4 Jahre, 5 Jahre, von den 5 bis 10 Jahren, die du hier in Deutschland noch möglicherweise greifbar bist, in manchen Situationen, natürlich auch nicht immer, das macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn. Es ist dann fast egal, ob in dem Land, wo du hinziehst, temporär dann auch hohe Steuern bezahlt werden müssen, wie zum Beispiel in Luxemburg es ja der Fall ist, wo die Einkommensteuer auch ziemlich hoch ist, als Beispiel. Oder auch in der Schweiz zum Beispiel, je nach Kanton, die Steuern ziemlich hoch sein können. Das ist eigentlich fast egal. Wenn du strategisch denkst, wenn du langfristig denkst, dann hast du erreicht, dass du schon mal weg bist aus Deutschland, dass du schon mal hier einige Jahre abgesessen hast, ja, der Periode, die du möglicherweise noch in Deutschland nach Wegzug steuerpflichtig bist. Und daher macht es auf jeden Fall Sinn. Aber der wichtigste Vorteil ist aus meiner Sicht zu sagen, dass du psychologisch diesen wichtigsten Schritt gemacht hast. Wenn du dann erstmal draußen bist, dann meiner Erfahrung nach werden auch weitere Schritte, wie ich es in meinem eigenen Beispiel beschrieben habe, sehr viel einfacher. Apropos Schweiz, wir veranstalten regelmäßig unser Auswandern in die Schweiz-Seminar in Zürich, wo wir dann alle Aspekte einer Auswanderung abdecken, die Steuern, die in Deutschland fällig werden, welche Kantone in der Schweiz gut sind, was du in der Schweiz steuerlich beachten musst, was es da für Steuerfallen gibt, wie zum Beispiel die AHV, wie du das mit den Bewilligungen in der Schweiz machen musst, also mit der Aufenthaltsbewilligung, wie du an den Schweizer Pass kommst, wie du in der Schweiz zum Beispiel Immobilien kaufst, Konten eröffnest, Edelmetalle lagerst. All diese Punkte decken wir in diesem Seminar ab. Ein intensives zweitägiges Seminar. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Termine findest du auf unserer Webseite perspektiveausland.com und dann dort bei Veranstaltungen. Und natürlich, wenn dich das Thema Ausland umtreibt, du dazu steuerliche, organisatorische, rechtliche Fragen hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Fragen zu unterstützen. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz im Ausland, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.